So, ein schweres Monsterpaket habe ich für euch hier. Bruce hier, BB2K Airsoft Channel. Erstmal alles Gute für das neue Jahr. 2016 ist angesagt und auch mein erstes Auspackvideo in diesem Jahr. Und ich fange jetzt schon richtig hoch an, denn das, was hier drin ist ja eigentlich schon, denke ich mal, das Highlight von 2016. Ich weiß gar nicht mehr, was noch so kommen kann. Bestimmt noch eine ganze Menge und ich hoffe, dass auch noch eine Menge kommen wird 2016. Aber das hier, das ist hier absolut der Knüller. Und ja, ich denke mal, fangen wir mal an. Am besten erstmal mit einem Hinweis. Der Karton kommt hier von Sniper AS und der Inhalt ist wieder eine absolute Preisrakete. 1330 € befinden sich hier in dem Karton und das ist nur eine Airsoft und der Länge nach zu urteilen handelt es sich hier nicht um eine Pistole, sondern um ein Gewehr. Bei Sniper S gibt es erst seit einigen Wochen und zwei Varianten sind zu kaufen oder verfügbar bei Sniper S. Ja, und in dem Karton ist hier eine Variante, die ich mir ausgesucht habe für das kommende Review. Oh, was könnte das sein? Ein paar Tipps mehr. Es arbeitet mit CO2, basiert auf dem AR-15 Modell von Stoner und ist der Nachfolger vom M24 Scharfschützengewehr. Na, ach, da ist es. Ich sehe es schon, ihr noch nicht. Ich bin extrem aufgeregt, weil ich habe echt lange darauf gewartet, das jetzt hier mal in meiner Hand halten zu dürfen. Und jetzt ist es soweit. Ich denke mal, ich habe schon ganz viel verraten und ich kann jetzt hier mal den Karton zeigen. Denn dann wird alles klar. Oh, da ist es. Das. Mal zur Seite. Hier haben wir das gute Stück. Oh, da steht schon drauf. Shell Ejection Gas Blowback Rifle. Airsoft von Rare Arms. Ich habe hier in diesem Karton eine Variante. Welche Variante hat der Bruce denn von Sniper bekommen? Ist es das XR25 oder das XR110? Das ist jetzt noch vielleicht die spannende Geschichte, die wir jetzt klären müssen können. So, wie geht das hier auf? Da. 1330 €. Packt der Bruce jetzt mal aus. Jo. So, ich drehe das mal um, dann könnt ihr das auch mal gleich mal gucken, wie das Ding hier aussieht, wenn man das erhält. So. Ein bisschen billig verpackt, erinnert mich ein wenig an das VFC HK417 Inlane mit dem Karton hier, mit diesen Pappteilen. Aber ja, egal, was packen wir mal aus. Hier haben wir einen Karton. Wie hier schon zu sehen sind hier die Shells und das Smack drin. Das holen wir mal raus. Hier nochmal in so einer öligen Folie verpackt. Ja. So sieht das Magazin aus Stahlblech. Keine Markings vorhanden. Dann als nächstes haben wir hier einen kleinen schwarzen Pappkarton. Da werden sich die Shells, ja, da sind die Shells drin. Halt mal rein. 15 Stück sind das. Ich hole mal eine raus. Ja. Aus Alu gefertigt, messingfarben eloxiert. Wirkt ein wenig wie Kunststoff, aber ich denke mal, nach mehrmaligem Gebrauch sieht das schon ein bisschen besser aus. So, und jetzt kommen wir aber zum Highlight hier. Und das ist noch mal gesichert, wie gesagt, durch diese Pappen. Die packe ich mal zur Seite. Und, wow. Und hier haben wir noch das hier. Und hier haben wir noch Anleitung und noch Schlüssel.
Einmal für das CO2 und einmal für das Hop-Up hier. Aber jetzt endlich, muss ich Platz schaffen. Boah, da ist es drin. Und das Rätsel ist gelöst. Der Bruce hat sich von Sniper geben lassen das XR110, was ein Nachbau des M110 SASS Semi-Automatic Sniper System ist. Das ist der Nachfolger vom M24 Scharfschützengewehr im Kaliber 308 bzw. 7,62. Das erkennt man auch an dem Magazin. Das ist hier etwas größer als das 223er Magazin von dem Standard M4 M16. Ja, jetzt ist es hier in meiner Hand. Wow. Richtig schwer. 3,3 Kilo. Eine guten Meter Länge hier und gucken. Oh, richtig stabil. Ein Stahlverschluss. Integriertes Flipside hier im Rail. Hier auch nochmal ausklappbar die ganze Geschichte. Markings finden wir nicht, außer hier von Sniper hier das 6 mm und das F. Und hier auf der Seite, ganz interessant, ich komme mal näher ran, haben wir hier einen Warnhinweis. Man soll wohl seinen Finger hier nicht reinstecken. Das scheint wohl ein richtig guter Zigarrenschneider zu sein. Ja, Wahnsinn. Ja, was haltet ihr davon, wenn ich mal schnell, ja, ne? Machen wir mal ein paar Patronen rein und gucken, ob das funktioniert schon. Ich habe ja gehört, man soll die erstmal einschießen, so bis ca. 300 Schuss und dann soll die erst richtig funktionieren. Aber vielleicht habe ich heute Glück und ja, ich mache mal einen kurzen Cut und dann geht es dann gleich weiter. So, wie ihr sehen könnt, habe ich das Teil hier mal ein bisschen aufgemotzt für meinen ersten Schuss. Ich bin also sehr, sehr optimistisch. Ja, ich habe eine CO2-Kapsel reingemacht und jetzt lade ich hier mal 4 von diesen Shells mal rein und bin gespannt, ob das funktioniert. Hier vorne kommt dann eine Bibi rein und hier sieht man das Loch, wo das CO2 dann durchpustet, um die Bibi durch den Lauf zu jagen. Huppa. So, und jetzt bin ich ja mal gespannt, ob der Bruce Glück hat. Also wie gesagt, CO2 ist im Griff. Hier sind jetzt 4 Schuss drin. Und ja, ich bin gespannt. Das hat schon mal funktioniert. Mal gucken, ob es durchjagt. Jo. Oh. Oh. Wow, also gleich beim ersten Mal hat es funktioniert. Der Kick ist, also ich kann ihn vergleichen mit der 417, muss ich sagen. Und dann kommt aber noch so ein Spezialsound noch dazu, den die 417 nicht hat, nämlich wenn die Shell hier rausgeworfen wird und hier dieser Stahlbolt wieder zurückschnellt. Das ist schon sehr speziell. Ich muss sagen, ich bin richtig begeistert und jetzt richtig heiß auf das Review. Und ja, ich freue mich, dass ich anscheinend hier nicht 300 Schuss vorher durchjagen muss. Das funktioniert auch so und ja, so muss es sein. Das war mein Auspackvideo vom XR110 von Rare Arms. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß gehabt und hier habt ihr schon mal so ein bisschen einen Eindruck, was man daraus machen kann. Für mich denke ich mal, ich müsste hier noch einen Magpul PTS-Schaft dran machen, dann bin ich glücklich. Ja, wow, genial. Okay, ihr merkt, ich will nicht aufhören, aber ich muss aufhören, damit ich weitermachen kann. Nämlich mit dem Review hier zu dem XR110. Nochmals, ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt beim Unboxing und wer jetzt schon mal ein Review sehen möchte, der kann mal unten auf die Videobeschreibung schauen. Da habe ich dann den Link drin für das Review von Sniper S. Da zeigt euch der Dennis schon mal alles Wesentliche und ich werde versuchen,
noch ein paar mehr Infos für euch rauszufischen, damit ihr wirklich Bescheid wisst, ob es sich lohnt, hier 1330 € auszugeben oder auch nicht. Das war's von mir, Bruce BB2Care Airsoft Channel. Ich bin raus und jetzt wollen wir noch mal kurz den Verschlussfanghebel testen. Oh, ein bisschen langsam. Ich denke mal, das Ding muss sich wirklich noch etwas einflutschen.